wollte eigentlich chronologisch vorgehen, wie es in dem Buch eben nachher auch aufgelistet ist. Aber da ich noch nicht so ganz fertig bin, da noch circa 3, 4 Gedichte fehlen, springe ich einfach bunt durcheinander und fange einfach schon an. Ich kann nicht mehr warten. Ich wollte eigentlich erst das erste Video starten, wenn das Buch auch fertig ist, damit man eben sich, wenn es gefällt, eben das auch downloaden kann. Aber ich fange einfach an und ja, ich hoffe, dass sie gefallen. Es ist ja so, die Gaben und Früchte des Heiligen Geistes sind für mich der Grundstein für diese bedingungslose Liebe. Und ein Grundstein, ein Same ist die Sanftmut. Und das ist für mich einfach persönlich ein bedeutendes Thema, die Sanftmut in sich zu entwickeln, weil ich im letzten Jahr ziemlich viel mit meinen inneren Kindern zu tun hatte, mit meinem Ego, das alte Muster nicht abwerfen wollte, das Masken nicht ablegen wollte, das eigentlich so das, was ich mir für mich alleine selbst erschaffen habe, behalten wollte und sich festgekrallt hat. Und die inneren Kinder, die so gewütet haben, die teilweise musste ich wirklich einen Exorzismus betreiben an mir selbst, um diese kleinen Trolle zu besänftigen. Und es gab wirklich Momente, in denen ich schon gar nicht mehr wusste, wer ich überhaupt noch bin. Und vor dieser Begegnung habe ich einfach gedacht, ja, ich bin sanftmütig. Aber es geht noch tiefer. Es geht einfach immer noch tiefer. Und als ich so in diesem Umbruch war, konnte ich davon gar nichts entdecken an mir selbst. Ich habe sämtliche Identitäten, die ich mir geschaffen habe, ja auch abgelegt und wusste zwischendurch wirklich auch gar nicht mehr, wer ich überhaupt noch bin. Und durch den Prozess habe ich aber zum Kern gefunden, zu dem Samen, den Gott ja schon längst in mich gelegt hatte. Da war es immer gewesen, das war nie weg, da haben sich nur die kleinen Trolle drüber gelegt. Und es ist für mich deswegen so schön, entdecken zu können, ja, es ist noch da oder vielleicht entdeckt es auch jemand ganz neu für sich, dass es schon immer da gewesen ist. Genau. Anmut. Aus der Ferne bin ich wie ein Einhorn für dich, so anmutig, elegant und schön, so zerbrechlich und doch standhaft. Es geht ein Leuchten aus mir hervor, aus meiner Liebe, strahlend weiß und einzigartig, rein und ehrenwert, kostbar wie ein Schatz zu behüten. Nur du erkennst dieses Licht in mir, weißt schon, wer ich bin, bevor ich es weiß. Deine Liebe ist der Wind in meinen Flügeln, sie lässt mich schwebend fühlen. Durch deine Augen bin ich ein Einhorn, so strahlend und schön. Ja, und das ist einfach die Sichtweise, die ich auf mich selbst wiedergewonnen habe, nachdem mir von außen eben auch gesagt wurde, dass ich das eben nicht bin. Diese Standhaftigkeit eben in mir neu zu kultivieren auch. Es war viel Arbeit, aber ich kann jedem sagen, das ist machbar. Und ja, ich habe dieses Gedicht aus der Sicht einer Frau geschrieben, für die Frau, dass sie selber das in sich entdeckt, damit du das in dir entdeckst, aber auch als Mann,
bist du ja dazu berufen, diese Sanftmut in dir zu tragen und zu kultivieren auf eine etwas andere Art und Weise. Aber vielleicht kannst du deine Frau eben als solches erkennen. Und wenn du siehst, dass dort eben Dinge dagegen sprechen, dann hoffe ich, dass ihr in dieser Partnerschaft gemeinsam euch unterstützt, gemeinsam daran wachsen könnt, nicht nur mit dem Finger auf den anderen zu zeigen und ihn klein zu machen und am Ende wegzuschnipsen vielleicht, sondern dass ihr gegenseitig euch das auch liebevoll sagen könnt, mitteilen könnt, sodass der andere das selber sehen kann und einfach da sein, wenn es eben nötig ist für den anderen, um dies zu kultivieren, um das auch auszuhalten. Diese inneren Kinder, die da vielleicht hochkommen, wenn ihr schon in einer Partnerschaft seid. Es ist in meinen Augen eine Bereitschaft für beide, die gegeben sein muss, eben zu wachsen. Nur so kann man halt eben auch zusammen gestalten. Und ja, ich wünsche einfach einen schönen weiteren Tag. Ich wünsche, dass dieser Samen in euch integriert ist und aufgedeckt wird, kultiviert wird und einfach gelebt werden kann. Agape.